Hallo zusammen! In diesem Video beschäftigen wir uns mit der agilen Planung eines synchronisierten Vorgangs durch die Projektmanager. Dabei sehen wir uns an, wie ein Board in Planta Pulse für das Projektteam eingerichtet werden kann. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Board mit Listen und Swimlanes strukturieren, wie Sie Karten anlegen und organisieren und wie Sie Boardmitglieder hinzufügen und ihre Berechtigungen ändern. Wir sind bereits mit dem Demo-Benutzer Georg Hart in Planta Project eingeloggt. Zuletzt haben wir in diesem Projekt einen Vorgang mit Planta Pulse synchronisiert, wodurch im Modul Pulse Boards nun ein Board für diesen Vorgang angezeigt wird. Das Board dient dazu, den synchronisierten Vorgang tiefer zu planen. Alle Aufgaben, aus denen der Vorgang besteht, werden als Karten auf diesem Board gesammelt und können von allen beteiligten Personen eingesehen werden. In unser neues Board wurde automatisch ein standardisiertes Board-Template einkopiert, welches aus vordefinierten Listen besteht. Listen sind Strukturelemente, die zur Organisation von zukünftigen Karten dienen, in denen die einzelnen Aufgaben erfasst werden. Um eine neue Liste zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Liste anlegen. Geben Sie eine Listenbezeichnung ein und speichern Sie. Eine Liste kann jederzeit umbenannt werden. Hierfür klicken Sie erneut auf die Listenbezeichnung, ändern die Bezeichnung und speichern. Um eine Liste zu löschen, klicken Sie auf das Burger-Menü-Symbol und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option Liste löschen. Hierbei haben Sie die Möglichkeit, die ausgewählte Liste zu archivieren oder sie endgültig zu löschen. Archivierte Listen werden zwar vom Board entfernt, die Karten bleiben jedoch in der Liste erhalten. Während Listen das Board senkrecht strukturieren, kann das Board zusätzlich mit Swimlanes waagrecht unterteilt werden. Um Swimlanes hinzuzufügen, muss zunächst die Swimlane-Ansicht aktiviert werden. Hierfür klappen Sie das Board-Menü mit dem Pfeilsymbol oben rechts auf und klicken auf Mehr. Wählen Sie Board-Ansicht ändern aus und aktivieren Sie die Swimlane-Ansicht. Speichern Sie Ihre Wahl. Nun können wir Swimlanes verwenden. Das Anlegen, Umbenennen und Löschen von Swimlanes funktioniert grundsätzlich genauso wie bei Listen. Swimlanes werden genutzt, um Aufgaben beispielsweise nach Prioritäten zu ordnen. Deshalb erstellen wir nun 3 Swimlanes mit den Namen Prior 1, 2 und 3. Nun wollen wir Karten anlegen, das heißt Aufgaben, die im Rahmen dieses Vorgangs erledigt werden müssen. Hierfür klicken Sie auf die Schaltfläche Karte anlegen. Benennen Sie die Karte und bestätigen Sie mit Hinzufügen. Um die Karte einzusehen bzw. zu bearbeiten, klicken Sie diese direkt an. In der Kartenansicht gibt es einige Bearbeitungsfunktionen zur Auswahl. Um die Aufgabe zu beschreiben, klicken Sie auf das Feld Beschreibung und speichern Sie anschließend Ihre Eingabe. Um eine bessere Übersicht von komplexen Aufgaben zu gewährleisten, können Sie auch Checklisten mit Teilaufgaben erstellen. Wenn Sie Aufgaben bestimmten Boardmitgliedern zuweisen möchten, klicken Sie auf das Plus-Symbol unter Mitglieder und wählen Sie die gewünschten Personen aus. Die Avatare der zugewiesenen Personen erscheinen nun unter Mitglieder. Des Weiteren können in der Kartenansicht auch Fristen bestimmt, Labels vergeben oder Dateien als Anhang hinzugefügt werden. Legen wir nun einige Karten an. Innerhalb eines Boards können Listen, Swimlanes und Karten per Drag and Drop bewegt werden. Wir schieben zum Beispiel diese Aufgabe in die Swimlane Prior 2, um zu zeigen, dass sie nicht so dringend ist wie die Aufgaben in der Swimlane Prior 1. Klappen Sie erneut das Board-Menü auf. Da Georg Hart in Planta Project als Manager des Projekts eingetragen ist, wurde er automatisch zum Board-Administrator. Dies ist gekennzeichnet durch ein blaues A oben rechts am Avatarbild. Board-Administratoren sind die einzigen, die Board-Mitglieder bearbeiten und Board-Einstellungen ändern können. Wenn Sie ein neues Mitglied zu dem Board hinzufügen möchten, welches nicht aus Planta Project synchronisiert wurde, klicken Sie auf das Plus-Symbol. Geben Sie den Namen der gewünschten Person ein und senden Sie die Einladung ab. Wir fügen nun Thomas Schäffer hinzu. Um die Berechtigungen anderer Mitglieder zu ändern, klicken Sie im Bereich Mitglieder im Board-Menü auf den Avatar der gewünschten Person. Anschließend wählen Sie im Kontextmenü Berechtigungen ändern.
Neu hinzugefügte Boardmitglieder werden im Hybrid-System nach Planther Project übertragen. Wenn Sie den Terminplan aktualisieren, finden Sie Thomas Schäffer nun auch hier als Ressource unter dem Vorgang, zu dem das Board gehört. Wir haben uns bisher das Pulse Board-Modul in Planther Project angeschaut. Sie können Planther Pulse aber auch direkt in der Browser-Version nutzen. Dort sind weitere Bearbeitungsfunktionen verfügbar. Wir zeigen das am Beispiel des Teammitglieds Daniela Müller im Video Aufgaben agil bearbeiten. In diesem Video haben Sie gelernt, wie Projektmanager einen synchronisierten Vorgang in Planther Pulse agil planen. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe brauchen, schauen Sie in unserer Online-Hilfe nach oder melden Sie sich beim Support. Unser Team freut sich darüber, Ihnen weiterhelfen zu können. Dankeschön, dass Sie sich für Planther entschieden haben.